Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner. Einleitend möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei allen bedanken, die am Samstag gegen den rechten Aufmarsch auf der Straße waren, für Frauenrechte und gegen Rassismus. In letzter Zeit versuchen Rechte ja immer wieder zu provozieren und in Kiezen aufzumarschieren, in denen mehrheitlich Berlinerinnen und Berliner leben, gegen die und deren Lebensweise eben diese Rechten massiv mobil machen. Zuletzt wurde der Aufmarsch der rechtsextremen identitären Bewegung gestoppt, bei dem sie zur sogenannten Rückeroberung des Weddings aufgerufen hatten. Auch hier ließen die Berlinerinnen und Berliner ihre Nachbarn mit diesen eindeutigen Drohungen nicht alleine. Und auch dafür an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die Solidarität. Ich will hier einmal gerade rücken, weil das ein bisschen in Schieflage geraten ist, wer sich da am Samstag in Kreuzberg gegenüberstand. Zu dem angeblichen Frauenmarsch der AfD, zu dem im Vorfeld wochenlang in allen rechten Medien und in allen rechten Gruppen mobilisiert worden war, waren einige hundert in überragender Mehrheit männliche Rechte aus dem ganzen Bundesgebiet angereist. Neben den vielen AfD-Abgeordneten waren darunter der mehrfach vorbestrafte Pegida-Chef Lutz Bachmann samt seiner Gefolgschaft, Neonazi-Hooligans der rechtsextremen Soldiers of Odin, etliche Aktivisten und Funktionäre der rechtsextremen identitären Bewegung, diverse NPD-Funktionäre und so weiter und so weiter. Sie kennen sie alle. Der Lautsprecher... Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Nein, herzlichen Dank. Ich glaube, es ist genug Zeit für alle. Der Lautsprecherwagen und das Redepult wurden organisiert von dem rassistischen Bündnis Havelland, das seit 3 Jahren in Westbrandenburg auf Demonstrationen unter anderem zusammen mit NPD-Rednern gegen Asylsuchende Stimmung macht. Als Protestschilder dienten übergroße Cover des rechtsradikalen Kompakt-Magazins und auf den verschiedenen Schildern wurden diverse Sachen gefordert wie Abschiebungen, Inhaftierungen der Kanzlerin oder von George Soros, und in den Reden wurde die Gültigkeit des Grundgesetzes in Frage gestellt, gegen Muslime polemisiert und das ganze übliche Potpourri. Frauenrechtliche Forderungen spielten keine, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Der Versuch, eine breite Unterstützung für so eine Pegida-Demo zu erreichen, indem man sie als angeblichen Frauenmarsch deklariert, war einfach zu durchschauen und ist folglich auch gescheitert. Und so nahmen auch einige Tausende ihr Recht wahr, laut und vernehmlich zu widersprechen. Dass sie es als Niederlage empfinden, liebe AfD, trotz bundesweiter Mobilisierung nicht genug Leute zusammenbekommen zu haben, um einen Marsch durch das verhasste Kreuzberg zu erzwingen, das ist durchaus verständlich. Genauso war es auch gemeint und genauso ist das auch zu lesen. Das ist aber kein Grund, hier das Ende des Rechtsstaats herbeizureden. Oder wie gestern auch im Bundestag passiert, die Polizei mit unhaltbaren Vorwürfen zu überziehen. Sie konnten ihre Abschlusskundgebung vor dem Kanzlerinnenamt ganz normal wie geplant abhalten. Alles ist friedlich geblieben. Sie haben die Demonstration zwischenzeitlich aufgelöst und haben darauf verzichtet, auf einen Alternativvorschlag zu warten. Das ist ihr gutes Recht, aber das Recht der Gegendemonstrantinnen und Demonstranten eben auch. Zu den rechtlichen Fragen hat der Kollege Kohlmeier schon einiges gesagt. Ich möchte kurz noch ergänzen zu den immer gleichen sehr vorhersehbaren Vorwürfen aus der rechten Ecke. Jeden und jede, die sich faschistischen, nationalistischen oder rassistischen Aufmärschen entgegenstellt oder eben auch entgegensetzt, als kriminell, linksextrem und gewalttätig zu verunglimpfen. Lassen Sie mich kurz in Erinnerung rufen, das Jahr 2011, als der sich sicher nicht dem Linksextremismus verdächtig gemachte Präsident des Bundestages, Wolfgang Thierse, Block Hirse, damals sich einem anderen Nazi-Aufmarsch, organisiert von der NPD, friedlich entgegengesetzt hatte. Auch im Jahr 2011 entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über einen Fall von 2004. Die Richterinnen und Richter sahen in einer friedlichen Sitzblockade eben keine Nötigung und haben diese Haltung seitdem immer wieder bestätigt. Das Versammlungsrecht schützt Blockaden ebenso wie ihre Aufmärsche, wie sie die auch immer wieder schützt. Sie haben zwar das Recht, sich zu versammeln, aber Sie müssen eben auch immer wieder mit dem Widerstand der Zivilgesellschaft rechnen. Und da
bin ich sehr dankbar für und ich bin dankbar dafür, dass das auch immer wieder geschieht. Aber ein paar Worte muss ich mir doch noch erlauben zu der Doppelzüngigkeit, mit der die AfD hier vorgibt, sich für Frauen einzusetzen, denen angeblich hier der Mund verboten würde. Also das wirklich, das spottet ja schon jeder Beschreibung. Es zeigte sich ja schon 2 Tage später, als die identitären Bewegungen und die gleichen AktivistInnen übrigens, die auch auf dem angeblichen Frauenmarsch waren, versuchten, eine Veranstaltung zu sabotieren, bei der es ganz genau um sexualisierte Gewalt ging. Und auch von der AfD und deren Funktionäre immer wieder mehr Männlichkeit für die Nation fordern, haben Frauen nichts zu erwarten. Im Gegenteil, in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl lässt sich deutlich ablesen, dass Frauen nach dem Willen von der AfD vor allem die Aufgabe des Volkserhalts zukommt. Sie wollen, ich zitiere, der dramatischen Zunahme von Ehe- und Kinderlosigkeit ein Paradigmenwechsel hin zu einer nationalen Bevölkerungspolitik entgegensetzen. Zu diesem gehört, die Unterstützung für Alleinerziehende zu streichen, das Familienrecht auf den Stand der 70er Jahre zurückzusetzen und Unterricht zur Haushalts- und Eheführung verpflichtend in den Schulen einzuführen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Ja, das ist empörend, das ist ja richtig, aber das sind Ihre Ideen und die Ihrer Kameraden und nicht meine. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, danach zu suchen, aber es fand sich keine einzige Zeile zu Frauenrechten im Programm. Im Gegenteil, das Ministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend soll in ein Ministerium für Bevölkerungsentwicklung umgebaut werden. Jegliche Frauenpolitik soll also verschwinden, stattdessen Kindergebäre nach Staatsplan. Die tatsächlichen Frauenrechte wurden gegen den Widerstand der AfD und anderer reaktionären Kräfte erkämpft. Zuletzt die Reform des Sexualstrafrechts 2016, das sexuelle Belästigung endlich zu einer Straftat macht. Die Reaktion der AfD darauf waren höhnisch und herabwürdigend bis hin zu panisch, was man denn jetzt überhaupt noch dürfe. Aber auch die Mitglieder der AfD in diesem Hause machen immer wieder deutlich, was sie von Frauen und deren Rechten auf Selbstbestimmung halten. Exemplarisch sei hier nur die Forderung nach Zuwanderung durch den Geburtskanal deutscher Frauen genannt. Oder der schon benannte AfD-Abgeordnete Lindemann, der Frauen am Strand fotografiert, die Bilder auf Facebook stellt und den Kameraden davon vorschwärmt, wie billig die Frauen in der Ukraine sind. Und der Transpersonen als Geisteskranke verunglückt. Und dann lacht er jetzt noch darüber und besitzt die Unverfrorenheit, am Samstag dazu suggerieren, er würde für Frauenrechte auf der Straße sein. Also das lässt sich wirklich keine Berlinerin in dieser Stadt vormachen. Denn dass diese Männer nicht für ihre Rechte kämpfen, das wissen die Berlinerinnen. Und deswegen machen sie das nämlich auch lieber selbst. Zum Beispiel vor 2 Wochen bei One Billion Rising, als Tausende von ihnen auf der Straße waren gegen sexualisierte Gewalt. Aber das nehmen sie ja noch nicht einmal zur Kenntnis. Oder sie engagieren sich zum Beispiel im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die sich am Samstag übrigens ebenfalls engagiert hat gegen den rechten Aufmarsch. Auch dafür noch meinen herzlichen Dank. Wir haben es auch heute wieder gehört, die konkreten Frauenprojekte in dieser Stadt werden regelmäßig von rechts und der AfD verunglimpft als Sozialindustrie, werden immer wieder besseres Wissen, Shitstorms gegen sie organisiert, statt sie zu unterstützen und ihre Anerkennung in der Bevölkerung zu verstärken und sie zu fragen, wie die Politik besser unterstützen kann. Aber diese Hilfsstrukturen kennen sie überhaupt nicht, die verunglimpfen sie jedes Mal und polemisieren gegen sie. Und Herr Dregger, ich finde es klasse, dass Sie heute so viele wichtige soziale Themen angesprochen haben. Ich freue mich darauf, dass Sie die künftig energisch mit uns angehen werden. Aber ich möchte auch noch einmal sagen, Rechtspopulismus bekämpft man eben auch nicht damit, dass man seine Forderungen erfüllt.
Es bleibt also dabei, Sie, liebe AfD, werden auch künftig mit Widerstand rechnen müssen, wenn Sie versuchen, Frauenrechte für rassistische Hetze zu missbrauchen. Wir kämpfen gegen jedes Patriarchat und gegen jeden Sexismus, egal ob er sich nun religiös oder völkisch oder sonst wie begründet. Herzlichen Dank.